In unserem heutigen Video geht es darum, wie Sie als Führungskraft in schwierigen Situationen schnell und richtig entscheiden können. Hallo Frank. Hallo Thomas. Frank, wir haben uns heute verabredet zu dem Thema Entscheidungen. Entscheidungen, die Manager treffen, Führungskräfte treffen. Wir wollen jetzt uns heute mal beschäftigen mit den Entscheidungen, die den Manageralltag bestimmen. Ja, dafür bekommen die ja ihr hohes Gehalt in der Regel auch, dass sie Entscheidungen treffen. Also das ist ein bisschen der Alltag von Führungskräften. Aber wie du schon sagst, es soll heute jetzt nicht um die normalen Alltagsentscheidungen gehen, sondern tatsächlich um schwierige Entscheidungen. Du begleitest ja Führungskräfte auch als Coach und Berater. Was sind aus deiner Erfahrung heraus solche außergewöhnlich schwierigen Entscheidungen? Das hat zunächst mal, sind es typische Entscheidungen, die was mit Beziehungen zu tun haben, mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Also der Klassiker, kündige ich selbst oder kündige ich anderen Menschen, anderen Mitarbeitern? Das sind Entscheidungen, die den Menschen immer sehr, sehr schwer fallen. Es gibt Entscheidungen, die sind Investitionsentscheidungen, sind heute vielleicht nicht so relevant, aber auch immer natürlich wichtig. Es geht um Entscheidungen, Personalumbau. Das sind Themen, die im Moment sehr aktuell sind. Viele Unternehmen sind gezwungen, aufgrund der Digitalisierung ihr Unternehmen umzubauen. Und damit sind schon sehr schwerwiegende Entscheidungen, schwierige Entscheidungen verbunden. Haben sich denn aus deiner Sicht die Entscheidungen von Managern verändert? Ja, das haben sie schon. Ja. Also es gibt nach wie vor zwei große Gruppen von Entscheidungen, die auch jetzt noch vertreten sind, aber sie haben eine unterschiedliche Gewichtung bekommen. Und eine sind die Entscheidungen bei vollem Wissen, wo man beurteilen kann, was passiert, wenn ich den Weg A gehe oder den Weg B. Und ich habe vorher gründlich recherchiert und dann weiß ich, was mich jeweils erwartet. Und die andere Gruppe sind die Entscheidungen unter totaler Ungewissheit, in Komplexität. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich muss ein Experiment wagen. Und diese zweite Kategorie der Entscheidungen, die hat in den letzten Jahren doch sehr, sehr deutlich zugenommen. Für meine Einschätzung und auch das, was von meinen Klienten immer wieder gespiegelt wird, sind das die schwierigeren Entscheidungen. Wie können Manager bessere und schnellere Entscheidungen treffen? Was gibt es da für Möglichkeiten aus deiner Sicht? Schwierige Entscheidungen beinhalten ja grundsätzlich einen Konflikt. Und dieser Konflikt, der kann einfach auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Also das heißt, ich kann auf der einen Seite das Problem in der Organisation haben, in Organisationsabläufen, in der Konstellation, wie bestimmte Mitarbeiter, Führungskräfte zueinander aufgestellt sind. Probleme können aber auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene liegen, also zwischen mir als Führungskraft und einem anderen Mitglied des Führungsteams oder mit einem Mitarbeiter. Und letztendlich können eben die Probleme auch bei mir selber oder der Konflikt kann letztendlich bei mir selber liegen, dass ich innerhalb meiner eigenen Person hin und her gerissen bin. Ja, also Goethe schon, ja, Faust, zwei Seelen schlagen ach in meiner Brust, so dass ich selber mit mir in irgendeiner Form im Konflikt bin. Also dort Klarheit zu gewinnen, wo liegt eigentlich der Konflikt, das kann oft helfen, um der passenden Lösung einen Schritt näher zu kommen. Aber wie ist es denn aus deiner Sicht? Du hast ja auch oft mit schwierigen Entscheidungen zu tun, in denen du Manager, Führungskräfte begleitest. Was hilft aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung? Ich greife erst nochmal dieses Thema innerer Konflikt auf. Der begegnet mir auch in meinen Coachings relativ häufig. Also die Entscheidung, schließe ich einen Standort beispielsweise und diese Entscheidung würde nach sich ziehen, dass doch eine ganze Menge Arbeitsplätze verloren gehen. Und das in Abwägung zu den wirtschaftlichen Aspekten. Da merke ich dann doch ganz häufig, dass Manager einen inneren Konflikt haben. Ja. Vielfalt sind es ja auch einfach psychologische Hintergründe und Abläufe, die bei dem Treffen von Entscheidungen eine Rolle spielen. Was fällt dir da zu diesem Thema auf?
Also aus meiner Erfahrung sind schwierige Entscheidungen oftmals auch mit moralischen Bedenken verbunden. Ich kann mich eben nicht entscheiden, obwohl ich eigentlich alle Optionen schon klar auf dem Tisch habe. Und da kann es manchmal dann helfen, sich einfach auch nochmal auf ethische Grundwerte zu besinnen. Also zu schauen, was habe ich eigentlich so an Werten mit im Gepäck und passen die auch zu dieser Entscheidung. Ich habe zu diesem Thema so ein kleines Tool entwickelt, das nennt sich Ethik-Kompass. Da kann ich auch gerne nochmal einen Link zu dem Video setzen, wo es auch um schwierige Entscheidungen geht und wie man da der richtigen Lösung einen Schritt näher kommt. Und auch dort ist es oftmals eben so, dass wir im Grunde unseres Herzens eigentlich wissen, was die richtige Entscheidung wäre. Aber aus irgendeinem Grund können wir uns noch nicht dazu durchringen, das umzusetzen. Und wenn es mir gelingt, dort anzusetzen und zu sagen, was hält mich eigentlich jetzt davon ab, mich so zu entscheiden, dann bin ich meistens schon einen Schritt weiter. Ein typisches Beispiel auch aus meiner Coaching- und Beratungspraxis, es geht um das Thema Kündigungsgespräche. Häufig zeichnet sich im Herbst ab, dass bestimmte Positionen im Unternehmen nicht mehr notwendig sind, weil Umstrukturierungen anstehen und es ist notwendig, mit Mitarbeitern Trennungsgespräche zu führen. Diese Gespräche werden ganz häufig rausgezögert bis zum letzten Moment. Und das führt auch dazu, dass teilweise dann 1, 2 Tage vor Weihnachten oder sogar zwischen Weihnachten und Neujahr Trennungsgespräche, Kündigungsgespräche geführt werden, was mich immer wieder fasziniert. Aber das sind natürlich auch psychologische Abläufe, und zwar auch die, die du vorhin schon angesprochen hast, die da mitmischen sozusagen. Ja. Bis zur letzten Minute mit unangenehmen Entscheidungen oder Handlungen zu warten, das ist ja etwas, was uns nicht unbedingt unbekannt ist. Aber vielleicht nochmal zurück zum Thema Ethik. Wie ist denn deine Erfahrung aus deiner Coaching-Beratungspraxis? Welche Rolle spielen dort Werte? Ja, was ich immer beobachte, ist auch für Entscheidungen unter Unsicherheit gehört immer ein gutes Stückchen Mut dazu. Und das ist etwas, was vielen Managern dann schwerfällt, weil sie die Konsequenzen nicht wirklich absehen können. Sie hoffen immer darauf, dass irgendwann, wenn sie ganz viele Informationen gesammelt haben, dann doch Klarheit haben, was passieren wird, wenn sie sich für A oder B entscheiden. Nur das ist natürlich eine Illusion. Man wird nie volle Übersicht haben. Das ist ja ein Charakter der Entscheidung. Wir wissen nicht, was passieren wird. Und da finde ich, ist Mut eine ganz wichtige Geschichte. Mut, eine Entscheidung zu treffen, dazu zu stehen und im Zweifelsfall auch mit negativen Konsequenzen umgehen zu können. Ja, Thomas, das kann ich bestätigen. Also dieser Illusion aufzusitzen, wenn ich lange, lange noch weiter sammle, wenn ich noch diese oder jene Fakten checke, dann komme ich der richtigen Lösung dadurch näher, dass ich das Ergebnis vorhernehmen kann. Das ist etwas, dem wir ganz oft aufsitzen, und je schneller es gelingt, sich davon auch ein Stück frei zu machen, desto leichter tue ich mich, glaube ich, auch damit, dann eine Entscheidung zu treffen. Und da wir also immer mehr Entscheidungssituationen haben, die in einem komplexen Umfeld sind und weniger Entscheidungen, die in einem komplizierten sind, beobachte ich schon, dass Manager häufig noch die Verhaltensmuster aus den komplizierten Situationen übertragen auf die komplexe. Das heißt, sie recherchieren, sie sammeln Informationen und treffen keine Entscheidung. Und das ist in aktuellen Szenarien und wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht besonders günstig. Ja, Thomas, das finde ich spannend, dass du nochmal die Unterscheidung zwischen komplex und kompliziert da reinbringst. Das zeigt auch, dass das sicherlich sinnvoll ist, noch einmal differenzierter Dinge anzuschauen. Und lass uns weiter bei den Führungsthemen bleiben und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit einem anderen Video da einsteigen. Jawohl, Frank, das machen wir sehr gerne. Themen gibt es genug ohne Ende, da werden wir noch viel Stoff haben.